Und damit herzlich willkommen zu Pineview Drive. Ganz wichtig, Version 2.1. Das muss auf jeden Fall im Titel stehen. Ich versuche mich jetzt mal wieder einigen Let's Plays, nachdem ich ja eine ewig lange Pause gemacht habe bei der ganzen Geschichte. Für die Leute, die kein Deutsch verstehen, englische Untertitel. Ich hoffe mal, dass ich bei den Übersetzungen nicht allzu sehr schlechte Arbeit geleistet habe, wie auch immer. Wir starten ein neues Spiel. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Allerdings ist das jetzt schon ein bisschen her. Das heißt, so viel Erinnerung an alle Sachen habe ich nicht mehr. Also eigentlich ist das ja, eigentlich wäre das Nacht Nummer 1, weil das Spiel funktioniert im Prinzip so, jeder Level beginnt am Tag. Also wir haben insgesamt 30 Level, die beginnen alle zu so einer Tageszeit, zu so einer Uhrzeit. Und es wird dann immer Nacht. Und dieser Tag hört dann erst auf, wenn wir den Hinweis gefunden haben, der den Level beendet. So, da liegt der Schlüssel zum Pineview Drive Anwesen. Verzeihung, vor der Aufnahme habe ich noch gegessen. So sieht also meine Begrüßung aus auf diesem Anwesen. Ja, eigentlich Grund genug für mich, gleich wieder umzudrehen. Nicht wegen der schlechten Modellierung, die ist nämlich sehr gut, sondern die sehen so aus, als würden die mich jeden Moment anspringen und beißen. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Ja, also für die, die das Spiel nicht kennen und nichts damit anfangen können, oder die es halt nicht lange genug gespielt haben, es geht im Prinzip darum, dass wir herausfinden müssen, was der gerade gesagt hat, was mit dieser Linda passiert ist. Es ist jetzt nicht ganz offensichtlich, ob das jetzt seine Frau oder Freundin oder sonst wer ist. Das wird hier nie wirklich erklärt. Und dafür müssen wir uns eben in dieses Haus begeben. Ich weiß, wo der Schlüssel zum Eingang liegt, aber ich laufe hier erstmal noch ein bisschen rum. Denn bevor ich jetzt in das Haus gehe und es Nacht wird, das ist wirklich so, dieser Himmel, es bleibt so lange Tag, bis ich das Haus betrete und quasi der nächste Schritt aktiviert wird in dem Spiel. Also ich weiß halt auch schon einigermaßen, wie das Spiel funktioniert. Ja, wie gesagt, sobald ich in das Haus reingehe und der dann wieder was erzählt, ab da wird es dann nachts. Hier liegen Batterien rum, die kann ich jetzt nicht aufsammeln. Genau, du brauchst zunächst eine Taschenlampe. Und hier haben wir Mr. Spukfritzen höchstpersönlich, eine Vogelscheuche, eine Scheuche. Vogel, die wird uns übrigens in der späteren Zeit noch ein bisschen auf die Eier gehen, weil die verfolgt uns nämlich. Oder, was heißt hier uns? Mich. Ihr schaut ja nur zu. Ich bin ja der hier das Ganze über sich ergehen lassen darf. So bewertungstechnisch und auch so, was ich bei YouTube bis jetzt gesehen habe, die Bewertung für das Spiel sah nicht allzu gut aus. Also, das Spiel ist durchschnittlich bewertet worden. Ich muss aber sagen, ich finde es überhaupt nicht durchschnittlich. Also, mir gefällt das Spiel. Ich kann teilweise auch die Leute nicht verstehen, die das Spiel schlecht bewertet haben. Ah, genau. Da ist jetzt hier irgendwo ein Schindel oder so vom Dach gefallen. Das sieht man hier nicht, man hört das bloß. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, worum es in dem Spiel geht. Wenn ich jetzt nämlich darauf reagiert hätte, dann hätte mir die Lebensleiste oben links im Bild, der hätte mir im Spiel dann was davon abgezogen. Und das ist eben der große, ich nenne es jetzt mal Knackpunkt in dem Spiel. Und ich finde das wahnsinnig genial. Also wirklich, je nachdem, wie man auf die Schreckmomente und Jumpscares, ja, das Spiel hat Jumpscares, also setzt euch am besten nicht so nah an den Bildschirm ran. Je nachdem, wie sehr man darauf reagiert und wie intensiv man darauf reagiert, desto mehr oder weniger wird von der Lebensleiste abgezogen. Und es ist nicht so wie
es bei YouTube die Leute teilweise gedacht haben, dass man einfach gar nichts darauf reagiert, also hier so stehen bleiben oder so, sondern man muss wirklich keine Reaktion darauf zeigen. Man muss seine Bewegung, die man macht, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so geradewegs laufe und dann kommt so ein Schreckmoment, dann muss ich einfach weiterlaufen. Wenn ich dann nämlich stehen bleibe, mich umsehe oder dann mich erschrecke und dann den hier mache, dann wird mir was von der Lebensleiste abgezogen. Aber so, wenn ich jetzt nicht drauf reagiere, nicht drauf eingehe, dann wird mir gar nichts abgezogen. Man braucht ein bisschen, bis man das verstanden hat. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich das kapiert habe. Und ich hoffe doch, dass mir dieses, ich nenne es jetzt einfach mal liebevoll Wissen, mir in diesem Spiel den Hintern rettet. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Ja, und wie wir jetzt sehen, gucken wir mal nach draußen. Jetzt bewegen sich die Schatten, weil die Sonne geht nämlich jetzt unter. Oder? Bewegen die sich schon? Ja, die bewegen sich schon. Denn jetzt wird es nämlich Nacht, meine Freunde. Die Nacht, der schönste Teil des Tages. Wenn er vorbei ist. Ich liebe die Nacht. Ich muss jetzt nochmal gucken, hatte ich die Helligkeit? Die Helligkeit hatte ich ganz runtergestellt, seht ihr mal. Genau, man wird in dem Spiel noch eine Taschenlampe finden. Das ist die, für die die Batterien da sind. Wenn man die Helligkeit aber auf ganz hoch stellt, dann braucht man die nicht. Weil dann ist es in diesem Haus wirklich mehr als hell genug, als dass man eine Taschenlampe bräuchte. Aber so, wenn die Helligkeit auf ganz runtergestellt ist, so wie bei mir jetzt, dann wird das schon etwas mehr herausfordernder, weil wir dann die Taschenlampe brauchen. Es ist dann nämlich wirklich saudunkel. Ach ja, eine Sache, die ich noch zeigen wollte. Guck mal auf die Uhr. Dafür muss ich jetzt warten, bis der 12 schlägt, der Zeiger. Jedes Mal, wenn der Zeiger die 12 erreicht, dann schlägt die Uhr. Und in der ersten Nacht ist das ein Schockmoment. Also, wenn ich mich davon aus der Ruhe bringen lasse, wird mir Lebensleiste abgezogen. Aber das wird in dem Spiel noch oft genug passieren. Vor allem, weil diese Mechanik, die dahinter steckt, oftmals auch nicht so richtig gut funktioniert. Armer Vogel. Das war auch so ein Schockmoment. Also wenn ich darauf jetzt reagiert hätte, hätte er mir Lebensleiste abgezogen. Streichhölzer. Das musste ich mir an der Hand kratzen, weil die angefangen hat zu jucken. So, dieser Raum ist saugefährlich. Nee, hat noch nicht. Also, das kommt noch früh genug. Denn diese Büsten, die nach unten schauen, die können einen auch erschrecken. Ach ja, und diese Tür hier, die kann man im ganzen Spiel nicht öffnen. Hui. Hallo. Da liegt ein Schlüssel im... Na, lass mich das Licht anschalten. Da liegt ein Schlüssel im Kamin. Und guckt euch das an, wie dunkel das ist. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo die Taschenlampe lag. Aber es wird hier teilweise echt duster hier drin. Ja, ich kann... Selbst von draußen kann ich nichts sehen. Ich werde dann am Ende auch sehen, ob das in der Aufnahme irgendwelche Probleme macht. Dadurch, dass es hier jetzt sehr dunkel wird. Weil man sieht einfach gar nichts. Also, ich sehe gerade sowas.
Lag hier noch was? Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht so gut sehen. Aber wenn ich jetzt die Helligkeit hochdrehe, ich kann es ja jetzt mal zeigen. Hier. Also dann sehe ich alles. Und dann finde ich es jegliche Herausforderung in dem Spiel zunichte gemacht. Deswegen werde ich die Helligkeit unten lassen. So. Weil ich will nicht einfach nur spielen. Ich will ja eine kleine Herausforderung in dem Spiel haben. Ich will ja auch wissen, wie viel ich mir noch merken konnte von dem, was ich aus dem Spiel noch kenne, als ich es durchgespielt habe. So ein paar Sachen, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber halt nicht mehr so viel. Und die Schockmomente, die... Jetzt hat er sich vor irgendwas erschrocken. Aber ich habe keine Ahnung wovor. Es kann natürlich sein... Es kann natürlich sein, dass das Spiel auch auf mein Mikrofon reagiert. Hallo. Hier gab es Licht. War hier die Taschenlampe drin? Ja, hier war die Taschenlampe. So. Na gut, jetzt wie ich hier Licht drin habe, brauche ich die Taschenlampe noch nicht wirklich. Aber die Batterien werde ich schon mal einsammeln. Hier sind welche. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob die Taschenlampenbatterien hier schon unten lagen. Nein, weil da auf einen von diesen Stühlen wird später im Spiel dann auch noch so ein Haufen Batterien liegen, den ich dann einsammeln kann. Da hinten liegen noch welche. Boah, jetzt hat mich das... das hat mich jetzt erschrocken, aber... Ach ja. Jawohl. Und da ist der erste Hinweis. Angekommen im alten Landhaus. Es macht einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich. Das habe ich damals geschrieben. So, und jetzt... Ja gut, man hat es jetzt nicht so gut gesehen, aber es ist draußen Tag geworden. Jetzt sind wir bei Tag 2. Also ich werde nicht die ganzen 30 Level in einer Aufnahme machen. Machen wir gleich mal das Licht an. So, jetzt ist es wieder Tag. Jetzt kommt wieder diese herrliche Gruselmusik. Da muss ich echt sagen, die Entwickler von dem Spiel, die haben gerade bei der Ambiente die saugute Arbeit geleistet. Also das kann sich wirklich sehen und hören lassen. Wir gehen mal nach draußen. Genau, weil draußen lagen ja auch noch Batterien rum. Da sieht man ganz, ganz langsam, wie die Sonne untergeht. Und Geräuschkulisse. Und dieses Abendlicht hier in dem Spiel. Wie alles vom Schatten verschlungen wird. VIS hat da echt gute Arbeit geleistet. Deswegen liebe ich die auch. Die Horrorspiele, die von VIS sind, die haben zwar im Allgemeinen nicht die besten Bewertungen, aber für jemanden wie mich gehören die mit zu den besten Horrorspielen überhaupt. Ja, und jetzt wird es hier draußen echt dunkel. Da geht der Schatten über die Figuren drüber. Da oben ist der Mond. Oh ja, was eine Halloween-Stimmung hier. Schönes Abendrot. Es wird schön dunkel. Schnell wieder ab ins Haus. Und vor allem, ich weiß nicht, hatte ich das Licht hier in der Haupthalle angemacht? Nee, hatte ich nicht. Licht bleibe da an. Jetzt sieht man wieder nichts. War hier der Schlüssel für? Nee.
Genau, und das ist das, was ich meinte mit der Erkennung. Funktioniert nicht so richtig, weil jetzt hat er, obwohl ich nicht drauf reagiert habe, hat er mir jetzt einen Haufen von der Lebensleiste abgezogen, weil der Flügel ein Geräusch von sich gegeben hat. Weil ich ihn genau dem Moment wieder das Geräusch von sich gegeben hat, oder so kurz davor, mich aufgehört habe umzusehen. Und genau das ist das Problem. Eine Sache, die man bei dem Spiel noch erwähnen muss, wenn man ruhig bleibt, also hier nur so langsam hin und her läuft und versucht nicht auf die ganzen Sachen zu reagieren, dann kann man die Lebensleiste langsam wieder auffüllen. Das ist quasi, also das repräsentiert die geistige Gesundheit des Spielcharakters. Dafür muss man aber wirklich die Ruhe bewahren. Dadurch, dass man ja seine Maus drehen muss, ist das überhaupt nicht einfach. Und ich weiß gerade echt nicht mehr, wo ich hin muss. Ne, also da war es nicht für. Ja, da geht's nämlich schon los. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, was jetzt in Nacht 2 passieren musste. Beziehungsweise wo ich hingehen musste in Nacht 2. Aber das Gute ist, wenn das zu lange dauert, dann sagt der Typ selbst, wo man nachsehen sollte. War da nicht vorhin ein Geräusch aus dem Jagdzimmer zu hören? Ja, das ist genau das, was ich meine. Da muss ich jetzt... Hier muss irgendwas sein. Das ist das Jagdzimmer. Ach ja, dort, dass das da blinkt. Das sind Streichhölzer. Ja, danke. Vielen Dank dafür. Ja, aber wie gesagt, hier diese Streichhölzer oder auch die Batterien und so, die können anfangen zu blinken. Und symbolisieren einem damit, dass man die aufnehmen kann. Das mache ich jetzt aber in dem Falle noch nicht. Ich weiß bloß nicht, was ich jetzt hier machen sollte. Liegt hier irgendwo ein Schlüssel, den ich übersehen habe? Ach, da drin lag der Schlüssel. Ja, okay. Verflucht nochmal. Da sieht man sich. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass diese eine Kiste da noch der Schlüsselversteck sein könnte. Und jetzt geht es natürlich darum, für welche Tür ist der Schlüssel. Das ist auch so ein kleines Manko. Man muss halt wirklich herausfinden durch so wie eine Art Trial and Error, für welche Tür nun welcher Schlüssel ist, den man aufsammelt. Ja, der war es nicht. Wie gesagt, diese Tür da, die kann nicht aufgeschlossen werden. Und wie man hier oben sehen kann, links in der Ecke meiner Lebensleiste ist fast wieder voll. Und das einfach nur, weil ich ruhig durch die Gegend gelaufen bin. Ich könnte auch rennen mit Steuerung. Nee, nicht mit Steuerung, mit Umschalt ist das. Steuerung macht gar nichts. Da ist die Tür. Und da liegt wieder ein Schlüssel. So, jetzt leuchtet die wieder wenigstens richtig. Die war schon. Die hier auch. Da ist mein Gemäuer drin. Also mein Schlafgemach. Ja, jetzt geht es wieder darum. Diese Geräusche. Dadurch, dass ich mit Kopfhörern spiele, das klingt halt auch immer so ein bisschen, als wäre das direkt hinter mir, aus meinem Raum. Ne, dafür ist es auch nicht. Welche Tür war denn jetzt der Schlüssel? Welche habe ich denn jetzt noch nicht untersucht? So, Moment. Hier war ich schon. Halt! Die Batterien nehme ich noch mit. Moment mal, hatte ich die Tür nicht vorhin probiert? Na, ist egal. Dann hatte ich das wohl vergessen. So. Hier liegen wieder Streichhölzer. Die Lampe hier kann ich nicht anschalten. Und man sieht nichts. Batterien.
Und da ist der nächste Brief. Tagebucheintrag meine ich, nicht Brief. Das sind keine Briefe, das ist das, was der Typ vor 20 Jahren geschrieben hat. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Das wird bloß Holz gewesen sein, was gearbeitet hat. Das Haus ist ja auch schon sehr alt. So. Tag Nummer 3, den mache ich noch. Das Video wird ohnehin schon sehr lang dadurch. Jetzt noch Tag 3 und dann beende ich das Video fürs Erste. Ihr könnt mir ja dann in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr von Pineview Drive sehen wollt, also wie ich das spiele. Also einfach reinschreiben, ob ich mehr davon machen soll. Ich habe übrigens vor, die ganzen anderen Horrorspiele von Pineview Drive, von VIS, den Entwicklern von dem Spiel hier, die will ich alle nach und nach durchspielen. Ob ihr das sehen wollt, schreibt mir einfach einen Kommentar, da kann ich mich ja dran orientieren. Ich meine, so schrecklich viele werden dieses Video ja nicht sehen hier, weil meine Reichweite halt einfach so gering ist. Also die paar Leutchen, die meine Videos sehen, trotz dieser, ich nenne es jetzt mal Internationalität, die ich mit den englischen Untertiteln versuche zu bezwecken. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Video jetzt sehr viele Leute ansprechen werde, aber man kann es ja nur versuchen, nicht wahr? Ich mache es ja nicht, um erfolgreich zu werden, ich mache es eher aus Spaß an der Freude. Ich habe ja vorher, vor einigen Jahren, habe ich ja auch schon Let's Plays bei YouTube hochgeladen. Natürlich mit ähnlich mäßigem Erfolg. Ja, jetzt in genau dem Moment, wie die Tür aufgegangen ist, kam dieses Geräusch. Ach ja. Also der Erfolg mit den Videos, die ich damals hochgeladen habe, der hat sich echt in Grenzen gehalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird jetzt auch genau dasselbe Spiel sein, aber wie auch immer. So. Irgendeins... Warum habe ich jetzt irgendeins gesagt? Ich weiß gerade wirklich überhaupt nicht mehr, wo ich lang soll. Gut, das sind 30 Level. Gucken wir mal nach draußen, wie es vorm Haus aussieht. Schön gruselig. So gefällt mir das. Oh, vielleicht ist das ja schon die Nacht, in der die Schwerter runterfallen. Die da. Gleich werde ich es wissen. Nee, nichts passiert. Hier liegt auch nichts. Ich glaube, die Tür konnte ich mit dem Schlüssel auch noch nicht aufmachen. Nee. In irgendeiner Nacht fallen die Schwerter runter, die hier oben an der Wand hängen. Hier gab es, glaube ich, außer der Taschenlampe nichts weiter drin. Jetzt wisst ihr es, in den Spiegel gucken ist gesundheitsschädlich. Naja, gucken wir nochmal unten nach. Boah. Ich denke wirklich die ganze Zeit, das passiert irgendwo hinter mir in meinem Raum. Ja, sowas gibt's auch. Das ist eine lustige Geschichte. Ich wollte mir mal in irgendeinem Dekorationsladen oder auf einem Flohmarkt oder irgendwo, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau wo, aber ich wollte mir auch mal so eine Büste kaufen. Und meine Eltern wollten das nicht. Jetzt weiß ich warum. Was hat es wohl mit diesem Bild von der Baumallee in dem Bücherzimmer unten auf sich? Was? Ach, jetzt passiert hier was in dem Raum. Gleich kommt die Tür wieder.
Güte. Ach, jetzt erscheint da ein Schlüssel. Ja, genau. Aber jetzt geht's ja wieder los. Jetzt muss ich rausfinden, wo der Schlüssel hingehört. Nee, hierfür war es nicht. Kann es eigentlich bloß noch oben irgendwas gewesen sein. Bestimmt für hier. Ja. Das Musikzimmer. Hier liegt noch ein Schlüssel. War der hierfür? Nee. Hier waren wir schon, Hatte ich hier schon auf? Nee. Ja, danke. Immer in dem Moment, wie ich mich umdrehen möchte, passiert so was. Das Telefon kann auch gefährlich werden. Wenn das klingelt, erschrecke ich mich. Also nicht ich, der Typ in dem Spiel, da muss man aufpassen. Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden. Ja, das wird wohl dieses Geräusch gewesen sein. Okay, jetzt ist Tag 4 an der Reihe. Und den machen wir beim nächsten Video. Der Spielstand wurde gespeichert. Sehr gut. Beenden wir. Wie gesagt, Tag 4, 5 und 6 mache ich beim nächsten Video weiter. Ich werde das wahrscheinlich so in 3er-Schritten machen. Also pro Video 3 Level aus diesem Spiel. Ich denke mal, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Wie habt ihr es gefunden? Falls ihr sowas mögt, falls ihr das gemocht habt, falls euch das gefallen hat, ja, jetzt habe ich endlich einen Dreh rausbekommen. Falls euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir das in Form eines Kommentars. Einen Daumen nach oben könnt ihr auch ruhig da lassen. Das hilft dem YouTube-Algorithmus, hoffe ich jedenfalls. Und wir würden uns dann im nächsten Video sehen. Bis dahin.